Herzlich willkommen zurück bei Weisheiten zum Mitnehmen. Hier geht es nicht um schnelle Unterhaltung oder kurzfristige Ablenkung. Wenn du also nach 30 Sekunden weg bist, dann warst du vielleicht auf der Suche nach etwas anderem. Unsere Themen sind wie ein gutes Buch. Sie wollen gelesen und verstanden werden. Wenn du also bereit bist, dich auf eine tiefe und nachdenkliche Reise einzulassen, dann bist du hier genau richtig. Weisheiten zum Mitnehmen ist für die, die mehr suchen als oberflächlichen Konsum. Schön, dass du da bist. Im ersten Video haben wir uns mit der Etymologie von Rasse und der Endung Ismus beschäftigt. Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, ob Rassismus nur in unseren Köpfen existiert. Wir haben über den Einfluss von Sprache auf unsere Wahrnehmung gesprochen und wie wichtig es ist, unsere Begriffe zu hinterfragen. Doch eine Frage blieb offen, eine, die tiefer geht und in den Grundfesten unserer Gesellschaft verankert ist. Ich habe mich gefragt, warum das Grundgesetz selbst den Begriff der Rasse verwendet und nicht bereit ist, diesen Begriff zu ersetzen oder ganz zu streichen. Deshalb möchte ich in diesem Video tiefer graben und darüber sprechen, wie diese Begriffe unsere Gesetze und vielleicht sogar unser Denken beeinflussen. Willkommen also zum zweiten Teil unserer Reihe in die Welt der Worte und ihrer Macht. Bevor wir uns in die Diskussion vertiefen, möchte ich klarstellen, dass ich weder ein studierter Historiker noch ein Sprachwissenschaftler bin. Meine Leidenschaft liegt leidenschaftlich in der Sprache, ihrer Herkunft und ihrer Nuancen. Aus diesem Blickwinkel nähern wir uns heute dem Thema Grundgesetz, Rasse und Rassismus. Also, ich frage mich, weshalb man so ein belastetes und belastendes Wort Rasse im Grundgesetz drin hat und drin lässt. Ich frage mich also, weshalb das Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Folgendes noch beinhaltet. Niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Suggeriert dieser Wortlaut nicht tatsächlich ein Menschenbild, das auf der Vorstellung unterschiedlicher menschlicher Rassen basiert? Gehen nicht allein schon rassistische Theorien von der Annahme aus, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gibt? Ist das nicht ein Widerspruch? Und wie will der Gesetzgeber hier tatsächlich erkennen, dass es Rassismus gibt, wenn er schon von Rasse spricht? Diese Frage kann tatsächlich nur der Gesetzgeber beantworten, wenn überhaupt. Jetzt wird ja von vielen Seiten argumentiert, dass der Begriff Rasse im Grundgesetz sich darauf bezieht, dass Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe, Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit nicht akzeptabel ist. Die Verfasser des Grundgesetzes haben diesen Begriff wahrscheinlich in einer Zeit eingefügt, als der Begriff Rasse noch weit verbreitet und in Gesetzen verwendet wurde. Es gibt für mich aber einen riesen Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus. Das eine ist eine Ideologie, das andere tatsächlich eine Handlung. Die Unterscheidung zwischen Diskriminierung und Rassismus ist aus meiner Sicht in der Tat bedeutend. Warum? Lasst uns das genauer betrachten. Rassismus. Wie wir im ersten Video bereits richtigerweise festgestellt haben, ist Rassismus eine Ideologie. Es basiert auf der Vorstellung, dass bestimmte Gruppen von Menschen aufgrund von vermeintlichen biologischen Unterschieden als über- oder unterlegen betrachtet werden können. Rassismus beinhaltet also oft stereotype Überzeugungen, Vorurteile und die Annahme einer hierarchischen Struktur zwischen verschiedenen Rassen. Diskriminierung. Diskriminierung hingegen ist eine tatsächliche Handlung oder Praxis,
bei der jemand aufgrund bestimmter Merkmale wie Rasse, Geschlecht, Religion oder Herkunft benachteiligt oder bevorzugt wird. Es ist das konkrete Verhalten, das auf Vorurteilen oder Vorannahmen basiert. Die Unterscheidung zwischen den beiden Konzepten ist wichtig, da sie unterschiedliche Ebenen der sozialen Realität ansprechen. Ja, Rassismus als Ideologie kann sich in Diskriminierung manifestieren, aber Diskriminierung kann auch auf anderen Vorurteilen oder Voreingenommenheiten basieren, die nicht unbedingt rassistisch sind. Es ist hier entscheidend, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein, um gezielt gegen Vorurteile und Diskriminierung vorgehen zu können. Moment bitte. Jetzt schreibt der Gesetzgeber ja Folgendes. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Wo ist jetzt da der Unterschied zwischen Abstammung und Rasse? Jetzt wird ja von vielen behauptet, dass die Begriffe Abstammung und Rasse in der allgemeinen Verwendung ähnlich erscheinen können. Aber es gibt Unterschiede, besonders wenn sie im juristischen Kontext verwendet werden. Abstammung in einem allgemeinen Sinn bezieht sich Abstammung auf die Herkunft oder den Ursprung einer Person in Bezug auf ihre Eltern oder Vorfahren. Im rechtlichen Kontext kann es sich auf die genealogische Linie beziehen, also darauf, von welchen Vorfahren eine Person abstammt. Der Begriff Rasse hat historisch und insbesondere im Kontext von Gesetzen oft problematische Konnotationen gehabt. In der Vergangenheit wurde er verwendet, um Menschen in Kategorien zu unterteilen, die auf falschen und pseudowissenschaftlichen Annahmen über biologische Unterschiede basieren. In modernen und wissenschaftlichen Begriffen gibt es jedoch keinen wissenschaftlichen Konsens über klare biologische Rassen bei Menschen. Im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 3, werden diese Begriffe zusammen mit anderen wie Geschlecht, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religiösen oder politischen Anschauungen aufgeführt, um Diskriminierung aufgrund dieser Merkmale zu verbieten. Moment. Der Begriff Abstammung ist ja tatsächlich definiert, aber der Begriff Rasse nicht. Ja, es gibt tatsächlich eine Legaldefinition für Abstammung, aber keine zur Rasse. Zumindest habe ich keine gefunden. Also kann kein Mensch wissen, was da der Unterschied tatsächlich legal ist, oder? Und ja, tatsächlich gibt es im deutschen Recht keine klare und einheitliche Legaldefinition für den Begriff Rasse. Die Verwendung dieses Begriffs im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 3, spiegelt historische Formulierungen wider, die in einer Zeit entstanden, in der solche Begriffe anders verstanden wurden als heute. Repetitiv, ich weiß, und auch interpretiert wird. Die rechtliche Unschärfe des Begriffs Rasse kann zu Interpretationsspielräumen führen und hat in der Rechtspraxis zu Diskussionen darüber geführt, wie dieser Begriff zu verstehen ist. Ich möchte hier nicht von Willkür sprechen. Moderne Ansätze betonen eher den Schutz vor Diskriminierung aufgrund bestimmter Merkmale, unabhängig von der Verwendung des Begriffs Rasse. Mir ist es hier sehr wichtig zu betonen, dass die rechtliche Verwendung von Begriffen oft durch gesellschaftliche Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnis beeinflusst wird. Die Tatsache, dass es keine klare Legaldefinition für den Begriff Rasse gibt,
unterstreicht, dass rechtliche Texte sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln können und dass die Interpretation durch Gerichte und Rechtsexperten erfolgt. Ich möchte hier weiterhin nicht von Willkür sprechen. Noch nicht. Und schon wieder sind wir wieder bei meiner Frage weiter oben, die wir wohl nicht beantworten können. Wie entscheidet dann der Gesetzgeber, ob sich jemand rassistisch verhalten hat, wenn er keine Legaldefinition anbietet? Das ist in der Tat eine komplexe Frage. In der rechtlichen Praxis werden Gesetze oft durch Gerichte interpretiert und angewendet. Wenn es keine klare Legaldefinition für einen Begriff gibt, können Gerichte auf verschiedene Quellen zurückgreifen, um den Begriff zu verstehen, darunter wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Standards und den Kontext des Gesetzes. Kleiner Exkurs zur Interpretation. Die Etymologie von Interpretation führt uns zu lateinischen Wurzeln. Das Wort kommt vom lateinischen Verb interpretari, was so viel bedeutet wie erklären, deuten oder übersetzen. Es hat auch Verbindungen zu interpres, was einen Vermittler oder Übersetzer bedeutet. Also ursprünglich ging es darum, etwas zu erklären oder zu übersetzen, um es verständlich zu machen. Die Denotation von Interpretation bezieht sich auf den Akt des Verstehens und Erklärens von etwas, sei es Kunst, Texte oder Ereignisse. Es geht darum, Sinn zu finden, Bedeutungen zu enthüllen oder zu deuten, was oft durch persönliche Perspektiven beeinflusst wird. In der Kommunikation, besonders in der Philosophie, spielt Interpretation eine entscheidende Rolle. Es ist, als ob wir versuchen, die verschiedenen Schichten eines Kunstwerks oder die Tiefe eines Textes zu durchdringen. Exkursion Ende. Okay, das soweit. Aber wie sieht es aus, wenn wir über die Interpretation im Kontext von Gesetzgebung sprechen? Insbesondere, wenn es keine klare Legaldefinition für bestimmte Begriffe gibt, wie zum Beispiel Rasse. Okay, wenn es keine spezifische Definition für einen Begriff gibt, müssen die Gesetzgeber und Juristen tatsächlich oft auf Interpretation zurückgreifen. Hier kommt die Kunst des Verstehens und Erklärens ins Spiel. Sie müssen sich mit dem Kontext, der Absicht des Gesetzes und möglichen Auswirkungen auseinandersetzen. In diesem Fall könnte die Interpretation von Rasse davon abhängen, wie es in anderen Teilen des Gesetzes oder in der Verfassung verwendet wird. Es könnte auch auf historischen Kontext und soziokulturelle Faktoren basieren. Die Herausforderung liegt also darin, einen Konsens darüber zu finden, wie dieser Begriff im gegebenen Kontext zu verstehen ist. Manchmal kann das zu kontroversen Diskussionen führen, ja, besonders wenn unterschiedliche Interessen und Perspektiven im Spiel sind. Also doch Willkür? Der Vorwurf der Willkür kann tatsächlich aufkommen, wenn es um die Interpretation von Begriffen ohne klare Definition geht. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass unterschiedliche Interpretationen zu unterschiedlichen Entscheidungen führen können. Und das könnte als unfair oder ungerecht wahrgenommen werden. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, versuchen Gerichte oder Gesetzgeber oft, bestimmte Prinzipien der Auslegung zu verwenden. Dazu gehören Dinge wie die Berücksichtigung der Absicht des Gesetzgebers, den Kontext, in dem der Begriff verwendet wird, und die Vermeidung von Ergebnissen, die offensichtlich unvernünftig oder ungerecht erscheinen. Und trotzdem bleibt Interpretation oft subjektiv und es gibt Raum für unterschiedliche Auffassungen. Das kann zu Frustration führen, besonders wenn es um
heikle Themen wie Rasse geht, die eine tiefgreifende gesellschaftliche Bedeutung haben. Ich bin trotzdem der Ansicht, Willkür ist es nicht, da bei Willkür die Absicht dahinter steckt, jemandem zu schaden. Aber es macht für mich es schwer, durch das Leben zu laufen, ohne zu wissen, wo meine Grenzen legal abgesteckt sind. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Willkür im Sinne von absichtlichem Schaden ist hier nicht gegeben, sondern es handelt sich um eine Unsicherheit aufgrund von Interpretation. Die Unsicherheit in Bezug auf klare legale Grenzen kann in der Tat frustrierend sein, besonders wenn es um grundlegende Aspekte des täglichen Lebens geht. Es könnte auch zu einer gewissen Unausgewogenheit führen, wenn Menschen unterschiedliche Interpretationen desselben Gesetzes oder Begriffes haben. Was denkst du darüber? Ist das in deinen Augen eine Form von Willkür oder siehst du Möglichkeiten, wie man fair mit solchen Situationen umgehen kann? Okay, weiter im Text. Die Abwesenheit einer klaren Legaldefinition bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es biologische Rassen gibt. Ein rechtlicher Rahmen kann sich weiterentwickeln, um aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Hier ein neuer Versuch. Wenn der Gesetzgeber nachträglich feststellt, dass Rasse genau genommen Abstammung heißt oder bedeutet, ist es nicht schwer, jemanden zu beweisen, er habe aufgrund dieser Tatsache diskriminiert? Warum lässt man dann den Begriff Rasse nicht einfach weg, wenn dann für den Gesetzgeber nach langem Suchen feststeht, dass tatsächlich Abstammung gemeint ist? Die Frage nach dem Verbleib des Begriffs Rasse im Gesetz kann unterschiedliche Perspektiven und Argumente berühren. Manche Menschen führen folgende Gründe ins Feld. Erstens, historische Kontinuität. Der Begriff Rasse ist historisch im Gesetzestexten vorhanden und eine Änderung könnte als Bruch mit der historischen Kontinuität angesehen werden. Es könnte bedeuten, dass das Gesetz einen klaren Standpunkt gegenüber historischen Fehlern einnimmt. Zweitens, Klarstellung und Interpretation. Einige könnten argumentieren, dass die Klarstellung, dass Rasse im rechtlichen Kontext als Abstammung zu verstehen ist, dazu beiträgt, Missverständnisse zu vermeiden und eine klare Grundlage für die Interpretation des Gesetzes zu schaffen. Dies könnte als präzise Formulierung betrachtet werden, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Drittens, internationale Übereinstimmung. In einigen Fällen könnten nationale Gesetzgebungen auch internationale Übereinkommen oder Verpflichtungen widerspiegeln. Es könnte notwendig sein, bestimmte Begriffe beizubehalten, um im Einklang mit internationalen Vereinbarungen zu bleiben. Viertens, politische Aspekte. Die Änderung von Begriffen in einem Gesetz kann auch politische Debatten auslösen. Ein solcher Prozess erfordert möglicherweise politische Einigung und könnte von verschiedenen Interessengruppen beeinflusst werden. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Überlegungen hier auf Hypothesen basieren und eine genaue Begründung für die Beibehaltung des Begriffs Rasse im Grundgesetz durch die Gesetzgebung oder Verfassungsorgane notwendig wäre. Es zeigt, dass Gesetze nicht nur nüchterne Texte sind, sondern oft eine komplexe Geschichte und unterschiedliche Perspektiven widerspiegeln. Also genau genommen gibt es ja dann gar keinen Rassismus. Er existiert nur in den Köpfen von manchen Menschen, dass bestimmte Handlungen Rassismus sind. Könnte es nicht nur eine Diskriminierung sein? Diese Überlegung berührt einen wichtigen Punkt in der Diskussion über Rassismus.
Rassismus als Ideologie und als soziale Phänomen existiert in den Köpfen von Menschen, ja, da er auf bestimmten Vorstellungen, Überzeugungen und Stereotypen basiert. Es ist tatsächlich eine soziale Konstruktion, die historisch gewachsen ist und in den Köpfen von Individuen verankert ist. Das ist meine absolute Überzeugung. Und ja, gleichzeitig ist die Wirkung von Rassismus real und kann sich in Diskriminierung und Ungleichbehandlung manifestieren. Was genau meine ich jetzt mit Wirkung? Das Wort Wirkung bezieht sich hier auf die tatsächlichen Konsequenzen und Folgen von rassistischen Denkmustern und Handlungen. Diese können sich in verschiedenen Formen zeigen, darunter Diskriminierung am Arbeitsplatz, ungleiche Bildungschancen, stereotype Darstellungen in Medien, Ungleichheit im Gesundheitswesen und vieles, vieles, vieles mehr. Man könnte also sagen, die Wirkung von Rassismus zeigt sich in den unfairen und schädlichen Behandlungen, die Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse erfahren. Die Betonung auf Wirkung verdeutlicht hier, dass Rassismus nicht nur auf individueller Ebene existiert, sondern auch strukturelle und institutionelle Dimensionen hat. Es wirkt sich auf gesellschaftliche Systeme aus und kann Ungleichheiten verstärken. Daher ist es wichtig, nicht nur die individuellen Überzeugungen zu betrachten, sondern auch die systemischen Auswirkungen von Rassismus zu erkennen und anzugehen. Okay, verstanden. Und da unterscheide ich immer noch zwischen Ideologie und einer tatsächlichen Diskriminierung. Die Frage, ob bestimmte Handlungen als Rassismus oder Diskriminierung betrachtet werden sollten, kann so mannigfaltig sein und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Intentionen der handelnden Person, der historischen Kontexte und der Auswirkungen auf die Betroffenen. Einige argumentieren, dass der Begriff Rassismus spezifischer auf Ideologien und Strukturen hinweist, während Diskriminierung eine breitere Palette von ungerechten Handlungen umfasst. Genau, das ist doch eine sehr wichtige Unterscheidung. Rassismus als Ideologie bezieht sich auf die festen Überzeugungen und Vorstellungen, die bestimmte Gruppen von Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse als über- oder unterlegen betrachten. Diese Ideologie kann zu Vorurteilen, Stereotypen und bestimmten Verhaltensweisen führen. Aber auf der anderen Seite steht die tatsächliche Diskriminierung, die sich in konkreten Handlungen oder Praktiken zeigt, bei denen Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Dies kann auf individueller Ebene oder in strukturellen und institutionellen Kontexten auftreten. Und dennoch sind diese Begriffe oft miteinander verbunden, da rassistische Ideologien oft zu diskriminierendem Verhalten führen. Rassismus kann doch nicht gleichzeitig Ideologie und Handlung sein. Sobald ich handle, handle ich doch nicht mehr rassistisch, sondern diskriminierend. Das ist für mich essentiell, dieser Unterschied. Ja, das ist in der Tat eine wichtige Unterscheidung und ich denke, dass diese Perspektive nachvollziehbar ist, oder? Gut, und jetzt? Wenn diese Ideologie zu konkreten Handlungen führt, bei denen Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden, sprechen wir von tatsächlicher Diskriminierung. Hier wird die Ideologie in konkreten Handlungen umgesetzt. In meiner obigen Perspektive könnte man also sagen, dass der Begriff Rassismus nur auf die Ideologie und nicht auf die Handlungen angewendet werden sollte. Die Handlungen selbst könnten als diskriminierend bezeichnet werden. Oder? Ja, jetzt wird behauptet, es gibt Situationen, in denen der Begriff Rassismus verwendet wird,
um sowohl die Ideologie als auch die konkreten Handlungen zu umfassen, da die Ideologie auf die Grundlage für diese Handlungen bildet. Es ist also eine Frage der Definition und Interpretation. Interpretation, wir erinnern uns, und verschiedene Menschen und Kontexte können diese Begriffe unterschiedlich verwenden. Ich denke, meine Betonung der Unterscheidung zwischen Ideologie und Handlungen ist wichtig, um die verschiedenen Aspekte des Problems zu erfassen. Was meint man damit, um sowohl die Ideologie als auch die konkreten Handlungen zu umfassen? Hier sind Beispiele, die landläufig verwendet werden, um aufzuzeigen, wie der Begriff Rassismus verwendet wird, um sowohl die Ideologie als auch konkrete Handlungen zu umfassen. Erstens. Institutioneller Rassismus. Dieser Begriff bezieht sich auf rassistische Ideologien, die in Strukturen und Systeme eingebettet sind, was zu diskriminierenden Handlungen führt. Zum Beispiel könnten Gesetze, die auf rassistischen Überzeugungen basieren und zu ungleichen Rechten oder Chancen führen, als institutioneller Rassismus betrachtet werden. Zweitens. Alltagsrassismus. Hier wird der Begriff Rassismus verwendet, um sowohl die alltäglichen Überzeugungen und Vorurteile als auch die daraus resultierenden Handlungen zu beschreiben. Es könnte sich um diskriminierende Handlungen im täglichen Leben handeln, die auf rassistischen Überzeugungen basieren. Drittens. Struktureller Rassismus. Ähnlich wie institutioneller Rassismus bezieht sich struktureller Rassismus auf die Verflechtung von rassistischen Ideologien in soziale Strukturen. Dies könnte sich in Form von ungleichem Zugang zu Ressourcen, Bildung oder Beschäftigung zeigen. Diese Begriffe werden oft verwendet, um auf breitere gesellschaftliche Phänomene hinzuweisen, bei denen rassistische Ideologien nicht nur in den Köpfen der Menschen existieren, sondern auch in den Strukturen und Handlungen der Gesellschaft verankert sind. Es ist also wichtig zu beachten, dass die Verwendung des Begriffs Rassismus in diesem Kontext Teil einer kritischen Analyse der sozialen Realität ist und darauf abzielt, sowohl die ideologische als auch die praktische Aspekte zu erfassen. Das aber sind doch genau die landläufigen Interpretationen, Konnotationen. Irgendwie drehen wir uns hier im Kreise. Habt ihr auch diesen Eindruck? Ich schon. Also fragte ich mich, gibt es da eine Legaldefinition zu Rassismus? Oder wird wenigstens an anderer Stelle näher beschrieben, was mit Rasse gemeint ist? Also suchte ich weiter. Das war's für heute von Weisheiten zum Mitnehmen. Wir sind tief in die Welt der Worte und ihrer Macht eingetaucht, haben uns mit Begriffen wie Rasse und Rassismus im Grundgesetz auseinandergesetzt und festgestellt, dass die Sprache nicht nur reflektiert, sondern auch formt, wie wir die Welt sehen. Im nächsten Teil werden wir einen genaueren Blick auf Rasse und Ethnie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG werfen. Seid gespannt auf weitere Erkenntnisse und Diskussionen. In diesem Sinne, die Sprache ist der Schlüssel zur Welt, doch in den Worten können sich auch die gefährlichsten Schlösser verbergen. Georg Muratidis. Überlegung. In diesem Video geht es um die kritische Betrachtung von Begriffen und ihre Bedeutung, insbesondere im Kontext von Rasse und Rassismus. Das Zitat betont die doppelte Natur der Sprache als Schlüssel und gleichzeitig als mögliche Quelle für Missverständnisse und Konflikte. Es ruft dazu auf, sich bewusst zu sein, dass Worte nicht nur Türen öffnen, sondern auch Barrieren schaffen können. Die sorgfältige Analyse und Reflexion über die Sprache sind daher entscheidend, um ein besseres Verständnis und eine positive Veränderung in der Gesellschaft zu fördern. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Kommentare erwünscht.